Als ich erfahren habe, dass ich den Fritz-Pölking-Preis gewonnen habe, habe ich mich unglaublich gefreut. Ich stand auf einem Steg in Feldberg mit Hermann Hirsch zusammen und konnte es gar nicht so richtig glauben erst. Aber ja, es hat anscheinend geklappt. Und es ist natürlich schön, so ein nahes Projekt, ein fotografisches Projekt direkt vor der Haustür zu haben. Das dann auch noch irgendwie sowas gewinnt, ist ein großer Traum von mir gewesen. Perfekt. Wenn man jetzt das fotografische Projekt sieht, denkt man sich erstmal, warum überhaupt ein Graureiher? Und auch das wusste ich lange nicht, dass dieser Graureiher überhaupt in Greifswalder Hafen lebt. Also ich bin bestimmt 3 Jahre über eine Brücke hier in Greifswald gefahren, wo ich jeden Tag lang gefahren bin und habe diesen Graureiher nicht gesehen. Er sitzt dort nämlich nicht tagsüber. Dann sitzt er, ich weiß nicht wo, am Strand, macht sich ein gutes Leben und erst nachts kommt er in den Greifswalder Hafen und fischt dort. Und ich bin auch abends immer über diese Brücke gefahren und ich habe ihn bestimmt 2, 3 Jahre nicht gesehen. Und irgendwann ist er mal krächzend vor mir weggeflogen. Ja, dann habe ich angefangen, mir den anzuschauen und mir diesen Reiher, mich mit dem ein bisschen näher zu beschäftigen. Und das hat total Spaß gemacht. Und so ist dann ja dieses Projekt über den Graureiher entstanden. Grundsätzlich hatte ich nie die Absicht, irgendwie ein ganz besonderes Bild zu machen oder eine besondere Bildidee zu verwirklichen, sondern ich habe mich einfach total auf die Situation eingelassen und habe angefangen zu spielen. Also ich hatte ja unglaublich viel Zeit, der Reiher saß vor mir, ich saß hinter ihm und wir haben uns beide angeguckt und wussten nicht, was wir machen sollten. Und dabei sind eigentlich dann immer die besten Ideen gekommen, indem man Sachen immer wiederholt hat und auch überlegt hat, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt nicht mit einer 200stel fotografiere, sondern nur mit einer Zehntel und darauf warte, dass der Reiher irgendwann zuschnappt. Was ein schöner Nebeneffekt ist, dass ich komplett bei diesem Reiher aufgehört habe, in Mensch und Natur zu denken. Also man kennt das ja aus der Naturfotografie, dass man dann nur Natur fotografiert. Aber die Frage ist ja, wo hört Natur auf, wo fängt Mensch an und Umgebung einfach eines Menschen. Und ja, da habe ich irgendwann überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Der Reiher, seine Umgebung, seine Natur ist der Greifswalder Hafen. Und das habe ich dann hingenommen und auch das genauso fotografiert. Also wenn es den Greifswalder Hafen nicht geben würde, würde auch dieser Reiher da nicht so gut seine Fische fangen können, weil die Fische immer in den Hafen ziehen, weil es da ein bisschen wärmer ist und deswegen der ganze Hafen voller Fische ist. Also der Greifswalder Reiher hat auf jeden Fall ein Problem, denn er hat zu viele Fische und ich glaube, manchmal kann er sich einfach nicht entscheiden, welchen er sich jetzt als nächstes packt. Also er guckt ins Wasser und sieht eigentlich nur Fisch. Und ich glaube, dass das für einen Reiher gar nicht so einfach ist, dann sich einen Fisch auszusuchen. Ich werde häufig gefragt, warum ich mir denn sowas antue und warum ich fotografiere und diese Bilder mache. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich das einfach nur für mich mache. Es macht mir unglaublichen Spaß und es ist meine Art von künstlerischer Auseinandersetzung mit Natur. Und was dabei herauskommt, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also ich nehme am meisten mit aus den Momenten dann vor Ort und was ich quasi Idee für Ideen entwickeln kann. Und das ist mir am wichtigsten. Aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn andere Leute mit eingebunden werden und hier mal Menschen, die diesen Reiher auch kennen, dann den Reiher vielleicht nochmal anders sehen und sich fragen, wo hast du denn gesehen, dass der so einen großen Fisch fängt? Das ist schon sehr, sehr schön. Und irgendwann haben meine Mitbewohner hier angefangen, auch ein bisschen dabei zu sein. Und es gibt lustige Bilder, wo ich einen Neoprenanzug anhabe und jemand mir einen Helm gebastelt hat mit einem Blitz auf dem Kopf, damit ich auch aus dem Wasser den Reiher fotografieren kann. Das hat noch nicht funktioniert, aber darin geht es auf jeden Fall weiter. Ich möchte diesen Reiher gerne nochmal von unter Wasser fotografieren. Und da braucht man Hilfe und ist auf andere Menschen angewiesen. Und das ist sehr, sehr schön, wenn sich so ein Projekt dann noch weiterentwickelt und auch noch mehr Menschen hinzukommen, die den Reiher vielleicht genauso mögen wie ich.